Hallo, mein Name ist Dr. Annika Waldhauser. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und unter anderem spezialisiert auf die Behandlung von Lipödem. Ein Lipödem kann sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden, wobei die Heilung eigentlich nur durch eine operative Entfernung des erkrankten Lipödemgewebes erreicht werden kann. Dies machen wir in verschiedenen Schritten. Unter anderem ist es erforderlich, dass ihr von einem Facharzt für Phlebologie oder von eurem Hausarzt eine Diagnose über das Lipödem habt. Das ist wichtig, weil dadurch die Mehrwertsteuer auf die Operationen entfällt, weil das eine medizinische Indikation ist. Dann wäre es weiterhin wichtig, dass ihr eine flach gestrickte Kompressionsstrumpfhose der Klasse 2 besitzt, die auf euren Körpernachmaß geschneidert worden ist. Diese müsstet ihr 6 Wochen vor der Operation jeden Tag tragen. Dann wird die Entfernung des Lipödems in mehreren Schritten durchgeführt. Die Entfernung bedeutet die Fettabsaugung bzw. die Liposuktion. Je nachdem, was betroffen ist, würden wir entweder mit den Unterschenkeln oder den Oberschenkeln beginnen. Wenn die Arme auch noch betroffen sind, werden die im besten Fall zuletzt operiert. Warum sollen die Arme als letztes operiert werden? Weil man in dieser Operation dann zum Beispiel kleine Korrekturen an den Beinen noch vornehmen kann. Ich bevorzuge es, die Unterschenkel als erstes zu operieren, weil man dann schön in die Oberschenkel mit hinein operieren kann und den größten Teil dann schon mal entfernt hat. Warum kann ich nicht die kompletten Unterschenkel und Oberschenkel in einer Operation operieren? Das ist einfach aufgrund der Menge des abzusaugenden Fettes als auch von der Wundfläche her einfach eine zu große Operation, sodass diese Operation eine Gefahr für euch darstellen würde. Da es mir und auch unserem Team der Praxisklinik am Rosengarten fernliegt, euch in Gefahr zu bringen, sondern euch zu helfen, machen wir die Operation in mehreren Schritten. Das heißt, erst die Unterschenkel zirkulär, dann die Oberschenkel, im besten Fall in einer Operation. Wenn ihr einen sehr großen Befund habt, müssen die Oberschenkel inklusive des Gesäßes eventuell in 2 Operationen durchgeführt werden. Genaueres können wir aber noch in einem Beratungsgespräch individuell besprechen und da würde ich dann natürlich auch auf eure Wünsche und Bedürfnisse eingehen.